Ja, herzlich willkommen zu unserem Spätnachmittag-Panel Verantwortungsvolle Lieferketten und Hersteller für nachhaltige Events, für mehr Transparenz und Schließen von Informationslücken. Nachhaltigkeit ist ja ein großes Thema. Ich habe hier, glaube ich, ein gutes Panel zusammengestellt. Ich würde euch einfach vielleicht kurz bitten, dass ihr euch einfach kurz vorstellt, dass die Zuschauer wissen, wer denn hier vorne sitzt und wer was zu sagen hat. Ja, ich bin Martin Hartmann-Schüler, bin Nachhaltigkeitsmanager bei Neumann & Müller Veranstaltungstechnik und berufsbedingt mit Nachhaltigkeit zu tun und immer stärker mit Lieferketten und der Nachhaltigkeit dort entlang. Stefan Lohmann, ich buche Künstler und Stars für Veranstaltungen, für Festivals und habe Sustainable Event Solutions gestartet, um die Branche zu transformieren, dass ich gerne in einer nachhaltigen Branche arbeiten würde und das eben alles voranzutreiben und die Lösungen zur Verfügung zu stellen. Genau, ich bin Christina Gossel, ich bin Partnerin bei To Be Different und auch selbstständige Beraterin. Und hauptsächlich dann in diesem Netzwerk für nachhaltiges Eventmanagement für den ganzen Bereich Nachhaltigkeit, Corporate Sustainability und das neue Thema CSRD, Nachhaltigkeitsberichterstattung, was uns alle sehr umtreibt. Ja, das ist das perfekte Stichwort. Wir und auch bei uns in der Branche, wir reden ja sehr viel über Nachhaltigkeit. Aber das, was ich ganz oft immer höre, ist das Thema, das betrifft ja nur die ganz großen Hersteller. Das betrifft unsere Branche eigentlich gar nicht, weil wir sind ja in der Regel eher kleine Hersteller. Deshalb sind die gesetzlichen Vorgaben, die ganze Regulatorik nichts, was für uns wichtig ist. Und wir sitzen heute, glaube ich, hier und wir dürfen sagen, die Eventbranche ist Teil von Europa. Und wir sind deswegen auch Teil der europäischen Gesetzgebung. Und wir wollen heute mal ein bisschen wirklich im Detail drüber reden, wie betrifft uns das? Und ich sage mal auch ganz provokativ, nicht weit in der Zukunft, sondern sehr zeitnah oder sogar schon heute. Denn wir merken schon, dass manche Sachen uns heute betreffen. Und ich würde das jetzt einfach gleich mal, Martin, in die Runde werfen. Ist das ein Thema EU-Gesetze, Nachhaltigkeitsgesetze oder auch Fragen aus dem Markt, die dich heute schon betreffen? Oder wie schätzt du das ein? Oder wie weißt du das? Ja, wo soll ich anfangen? Ist heute schon ein Thema aus ganz verschiedenen Perspektiven. Zum einen wird es ja angesprochen, die europäische Berichtspflicht. Die trifft uns mit dem Berichtsjahr 2025, wo halt auch Themen der Wertschöpfungskette, der Lieferkette Bestandteil der Berichte sind. Zum anderen fragen natürlich unsere Kunden danach, was macht ihr denn? Du hast es angesprochen, die großen Firmen, die LKSG-berichtspflichtig sind, die vielleicht jetzt schon nach europäischen Standards berichten müssen. Und die fragen bei uns natürlich, wie setzt ihr unsere Standards, die für sich haben, in unserer Lieferkette um? Und so geht es halt immer weiter nach unten. Wir bekommen dann nette Anfragen von To Be Different zum Beispiel, die ja für ihre Kunden Veranstaltungen bilanzieren und müssen da Daten liefern, die wir teilweise von den Herstellern auch anfordern und nicht bekommen. Also es ist heute schon ein Riesenthema und wird zukünftig auf jeden Fall ein noch wichtigeres. Ja. Was habt ihr für eine Erfahrung oder was glaubt ihr, wie wird sich das weiterentwickeln? Also die Erfahrung ist natürlich ganz klar, dass der Druck immer größer wird. Jetzt sind es ja erstmal die börsennotierten Unternehmen, die diesen Druck ausüben. Aber man merkt eben auch schon bei den Unternehmen, die ab nächstem Jahr berichtspflichtig werden, also mit dem ersten Bericht in 26, dass da die Abfragen kommen, ganz dezidiert zu quantitativen, aber auch qualitativen Daten. Also Stichwort Code of Conduct, Reiserichtlinien, Arbeitsrichtlinien und so weiter. Das ist für viele erstmal eine Herausforderung, weil natürlich das Thema in kleineren Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette dann auch immer noch so nebenbei getragen wird und keine Prozesse drin sind, keine Prozesse etabliert sind oder teilweise auch überhaupt gar nicht die Kenntnis darüber entstanden ist, was kann ich denn für Daten erfassen und wie sehen die denn aus, ne? Gerade CO2-Daten. Auf welchem Niveau erfasse ich diese Daten? Ist es auf dem Verbrauchsniveau? Ist es auf dem Finanzniveau? Also den Druck, den merkt man jetzt noch zunehmend. Jetzt ist das Ende 2024 und viele wachen auf und denken so, ab nächstem Jahr brauche ich diese Daten, weil, weil einfach dann der Druck von den 15.000 Unternehmen in Deutschland kommt. Und das merkt man eben ganz stark eben in der Lieferkette. Ja. Stefan, wie ist das so aus Seite der Künstler und Veranstaltungsstätten? Also
Bei Künstlern gibt es natürlich ein großes Beispiel Coldplay und gibt ja einige andere, die dann schon einiges machen. Meines Erachtens ist das aber eben sehr stark auf sehr persönlich getrieben. Also die spüren den Druck nicht. Und was ich halt mitbekommen habe bei Künstlern, denen ich geholfen habe, diesen Weg zumindest mal anzufangen zu gehen, ist, dass die in ihre Lieferkette, also beziehungsweise bei ihren Suppliern, nachfragen, Jungs, alles jetzt gerne in nachhaltig, und dann kommt zurück, nee, geht nicht. Ja. Weil sie nicht wissen, wie man jetzt die Transporte umstellen soll. Was ist mit der Technik? Wie mache ich das denn nun? Und dann gibt es so Bands wie auch jetzt mit Milky Chance oder so, die es ja auch versuchen, oder in England mit Massive Attack, die ja nun wirklich große Schritte gemacht haben. Ich glaube, ihr wart ja auch damit involviert. Ja. Das sind dann schon, man sieht, dass ja auch viel geht, aber Thema Batterietechnik. Wie viel Batterietechnik findet auf unseren Veranstaltungen statt? Zero. Ja. Ne? Das sind so Dinge, das ist schon wirklich. Billie Eilish hat die Batterie zum Lollapalooza Festival mitgebracht. Wie krank ist das? Ja, wenn man sich das überlegt. Ich meine, ich finde ja gut, dass sie zeigt, dass das funktioniert, aber wie krank ist es, dass Künstler ihre Batterien mitbringen? Also, ne, also das sollte ja eine Infrastruktur sein. So, ne? Und das zeigt, wir sind momentan an dem Punkt, wo Künstler Vorreiter sind, die es gar nicht sein sollten. Also ich finde es gut, es gibt ja auch bei diverse Initiativen, wo Künstler ja sagen, ne, wir stehen zusammen, ne, und wir wollen das Thema vorantreiben, stoßen dann aber bei Technik, bei Zulieferern, bei Nightlinern, bei Transporten, bei Locations funktioniert halt nicht. Ja. So, ne? Und Locations wiederum berichten mir, dass wenn sie an das Tourmanagement rangehen und die Daten haben wollen, Zero. Ja, also das heißt, wir haben einfach ein echtes Datenproblem. Ja, also das ist ja auch das Thema heute. Wir sind ja hier auf einer Veranstaltung, auf einer Messe, wo sehr viele Hersteller sind. Wenn ich hier mit den Herstellern auf der Messe spreche, ich würde mal sagen, 90% glauben, dass sie nicht Teil einer Lieferkette sind und dass die Produkte, die sie bauen, auch überhaupt keinen Impact, keinen Fußabdruck haben. Wir wissen, dass die Bundesregierung ja gerade das Vergabegesetz bearbeitet und ab April sollen ja pflichtig soziale und ökologische Kriterien bei jeder öffentlich-rechtlichen Vergabe berücksichtigt werden. Das heißt, das wird ja alles, was wir hier im ganzen öffentlichen Bereich der Kultur haben, Theater und Opernhäuser, ab Mitte, Ende nächsten Jahres eine pflichtige Angabe für Gerätehersteller werden. Wie ist denn eure Erfahrung so, wenn ihr das Wort Lieferkette, ich sag mal, benutzt mit dem Partner, mit denen, fühlen die sich Teil davon? Ist das irgendwie etwas, was sie für sich schon erfasst haben? Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben natürlich im Technikbereich viele große Hersteller. Wir sind ja auch, arbeiten ja schon seit vielen, vielen Jahren partnerschaftlich zusammen. Und bei euch wissen wir, da ist das angekommen. Bei anderen Großen auch. Und je kleiner es wird, desto schwieriger ist dann nicht mal das Verständnis dafür, aber wir hatten es ja schon angesprochen, ja, wie mache ich das? Ne? Oder habe ich überhaupt keine personellen Kapazitäten? Das läuft so nebenbei. Von daher, es ist, glaube ich, schon im Bewusstsein, aber das Wissen wie ist noch nicht so richtig aufgebaut, auch aus dem Grund, weil es noch nicht so häufig nachgefordert wird. Deswegen finde ich halt diese Schärfung der Vergaberichtlinie wichtig. Bisher gab es ja auch schon in der AVV Klima den Hinweis, dass schon auf Nachhaltigkeitskriterien mit zu achten ist. Aber die Beschaffer bei den Ausschreibungen in den Einkaufsabteilungen hatten überhaupt keine Handhabe wie. Ne? Also wie kann ich das bewerten? Handle ich mir da irgendwelche rechtlichen Probleme ein? Da hoffe ich, dass da jetzt eine Klärung kommt, dass dann auch Unternehmen, die mit solchen Daten schon arbeiten, die nachhaltig sind, die ihre Lieferkette auf Risiken hin identifiziert haben, dass die, ich will nicht mal sagen, einen Vorteil haben, sondern dass da wirklich, dass das zum neuen Normal wird. Ja, da können wir, glaube ich, auch die Brücke gleich zwischen CSRD, Überwachen und Transparenz der Lieferkette ist da ja ein wichtiges Thema. Das heißt, auch Kleinsthersteller, die an große Unternehmen liefern, müssen da auch Daten zur Verfügung stellen. Genau, also man sieht ja auch, also wir haben jetzt 1, 2 Kunden zum Beispiel, die eben auch jetzt, also dieses Jahr schon berichten müssen und wo die eben auch sagen, so, um da ein Managementsystem auch reinzubekommen, haben wir auch ein Managementsystem in unserer Eventabteilung, sag ich mal, etabliert. Und dieses Managementsystem strahlt eben auch genau diese
Druckkraft auf die Lieferanten oder auf die gesamte Wertschöpfungskette. Also wirklich von dem Kleinsten, sei es jetzt irgendwie Personaldienstleister bis hin zur Technik, wo die Daten gefordert werden und die einfach auch dann durch die CSRD berichtet wird, weil der Umfang der CSRD hat sich ja auch geweitet. Das ist halt das ganze Thema Lieferkette, vorgelagert, aber auch nachgelagert. Ne? Das heißt, also man muss dann auch gucken, so okay, wo geht's denn hin? Und wenn ich den Scope eines Events nehme, was ist denn dann nachgelagert? Das sind ja die Teilnehmer und Gäste, die Zuschauer. Wie ist denn da der Scope? Und da wird natürlich auch schon bei teilweise, also rudimentär werden Daten erfasst oder Schätzdaten vielmehr, ne? Bei den Teilnehmern, die anreisen beispielsweise. Aber das wird halt immer granularer und ich glaube, da ist wirklich so der Schlüssel, dass man noch enger zusammenarbeitet. Also alle Lieferanten zusammen, alle Dienstleister zusammen, um wirklich diesen Kreislauf zu schaffen und die Lücken zu schließen, sich gegenseitig zu unterstützen. Also ja, einige auch, was diese Umfragen angeht, ne, da gab es ja auch mit Annemai Kantereit, dass ja da jetzt auch so eine App entwickelt wurde, mit der man halt auch tatsächlich jetzt mal leichter das Publikum befragen kann, um echte Daten zu haben. Aber genau das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, dass ein Veranstalter sich jetzt erst einmal seine Veranstaltung sieht, dass sie laufen muss und jetzt nicht noch Befragungen und wo bekomme ich meine Daten her. Das ist alles noch nicht in der DNA drin. Das ist auch die Verantwortung dafür noch gar nicht genommen haben. So, ne? Ja. Und ich glaube, da müssen wir noch einiges entwickeln und eben auch vereinfachen, weil ich glaube, viele haben auch immer Angst, dass man halt doppelt und dreifach die Emissionen misst. Ne? Also eine Messe. Dann sagt der eine, okay, ich habe einen Messestand, ich habe hier so und so viele Gäste eingeladen, so und so viele kommen eigentlich wegen mir hierher, also nehme ich die auf meine Kappe. Wenn jetzt der Veranstalter das auch macht und so weiter, ne, dann haben wir doppelte Berechnungen und so. Also das heißt, es fehlt auch so eine Einfachheit, also ein einfaches System, wo man einfach seine Daten eingeben könnte und am Ende kommt auch was Vernünftiges dabei raus. Ne? Ja. Naja, einfach auch, klar, aber was halt auf der Bilanzierungsseite mit den Produkten halt fehlt, ist auch eine Klarheit. Ne? Ja. Wohin geht's denn? Ja. Also wir haben ja verschiedene Bestrebungen, auch auf europäischem Level. Haben wir jetzt die Environmental Footprints oder machen wir alles mit einem EPD-Datasheet? Also da brauchst du mal eine Klarheit, wie man die Daten dann tatsächlich vom Rohstoffhersteller, ne, über euch als Hersteller, über andere Hersteller zu uns als Dienstleister weiter zur Veranstaltung kriegen. Ja, ich finde das interessant, dass du das EPD gerade ansprichst, weil wenn wir sehen, also auf der Seite der Gebäudeindustrie, wo ja auch die Veranstaltungsstätten eigentlich beheimatet sind, da ist das ja, ich sag mal, eher weiter verbreitet, mit EPDs, auch mit Gebäudezertifizierung zu arbeiten. Und das, was ich halt manchmal sehe, ist, dass dann diese Gebäuderichtlinien, die Gebäude-EPD-Richtlinien probiert wird, auch für Produkte der Eventindustrie anzuwenden, was natürlich in die Hose geht. Und bisher war mein Eindruck immer, dass das auch den einen oder anderen Hersteller vielleicht abgeschreckt hat, der gesagt, das ist jetzt, wir sind ja nicht Teil der sozusagen der Bauindustrie, dass wir uns da nicht wiederfinden. Aber das ist das, was wir schon im Vorfeld besprochen haben. Es gibt ja schon die ersten Initiativen global in der Entertainment-Branche, wo die Hersteller anfangen jetzt darüber zu reden, weil ich glaube, wir brauchen halt schon etwas, was für uns passt, was also für unsere Eventindustrie die Bilanzierungsstandard und auch die Zertifizierung entsprechend passend für unsere Produkte und für die Veranstaltung darstellen. Ja, das wäre schon die Wunschvorstellung, ne, wenn es da Initiativen gibt und die können ja nur auf größerer Verbandsebene funktionieren. Je globaler, desto besser, ne? Dass wir nicht nur eine europäische Lösung haben, sondern die gleich international anwendbar ist. Wäre nur zu begrüßen, auf jeden Fall. Stefan, wenn du mal so auf Veranstaltungsstätten schaust, glaubst du, dass da, ich sag mal, unabhängig von den Wünschen der Künstler, dass das schon wahrgenommen wird, dass also auch die Unternehmensfinanzierung oder die Hausbanken, ich sag mal, Nachhaltigkeitskriterien geliefert werden müssen? Das ist ja ein anderer Hebel als jetzt die Künstler selbst. Also da gibt es jetzt so diese Light-Version. Ne? Also eine gewisse Berichtspflicht haben die Locations ja sowieso schon, weil sie ja nicht eigenständig sind, sondern sie gehören ja meistens dann irgendwie einer Stadt oder irgendwie sowas. Ne? Und da eben die Frage der Finanzierung oder Kreditaufnahme. Ja, also das ist der finanzielle Teil ist tatsächlich eher angekommen als andere Teile, der ökologische oder so, wo ja jetzt auch teilweise versucht
versucht wird, aus diesen neuen Bestimmungen, die ja auch Städte und dadurch auch die Locations betreffen, versucht man ja das sogar da rauszukommen, dass man dann halt nicht so berichtspflichtig ist. Aber was ich jetzt von denen gehört habe, mit denen ich in Kontakt bin, dass sie das gar nicht jetzt unbedingt, klar wollen sie nicht unbedingt einen riesengroßen bürokratischen Ablauf haben, ne? Aber dass sie berichtspflichtig sind und gegen den Banken gegenüber etc., das ist denen vollkommen klar und das ist denen auch klar, dass das so bleibt. Ne? Insofern sind die neuen Richtlinien für die natürlich ein größerer Aufwand, den sie nicht unbedingt haben möchten. Aber ich glaube nicht, dass da die große Gegenwehr ist. Das Gefühl habe ich nicht. Was ich eher merke, ist in Lieferketten, jetzt zum Beispiel, wenn eine größere Eventagentur ihre Lieferketten überprüft, hat sie das Problem, dass ja nicht nur sie die Lieferkette überprüfen, den Caterer, die Technikfirma, sondern das machen jetzt ja alle anderen auch. Das heißt, du kommst aus dieser ganzen Berichtsschreiberei überhaupt nicht mehr raus. Ne? Und dann auch, welche Zertifikate gelten für was, wie, was ist sinnvoll. Ne? Ich sehe so bei den Technikfirmen, dass eher alle Richtung EMAS gehen und ich sehe bei den Eventagenturen eher, dass die alle Richtung ISO gehen. Ne? Immerhin haben wir dann 2 hohe Standards, ist ja auch gut. Aber trotzdem ist oft so, dass dann halt eben der Aufwand als zu groß empfunden wird und auch wie lange ist das jetzt gültig? Also Sie fragen den Caterer jetzt für eine Veranstaltung und fragen den nächsten Caterer für die. Sie wollen eigentlich eine Situation haben, wo sie ihre nachhaltigen Lieferanten drin haben und die Daten drin haben, um sie dann für die Veranstaltung einfach zur Verfügung stellen zu können. Geht aber nicht, was praktisch jedes Mal die Abfrage. Das ist ganz schön Aufwand. Ja, und ich glaube, das ist ja auch ein Thema, also die Datenverfügbarkeit überhaupt. Genau. Das ist auch, wenn man so ein CSRD-Bericht stellt, ist ja auch, man muss ja auch datenbasierend arbeiten, also überhaupt an diese Daten ranzukommen und dann, wie gesagt, ganze Wertschöpfungskette, die da halt darzustellen ist das ein Thema. Ich will aber auch wegen CSRD noch, wir sprechen ja immer hier über so Treibhausgasbilanz, aber CSRD und auch bei der neuen Vergaberichtlinie werden ja auch soziale Kriterien in der Lieferkette angesprochen. Das ist ja auch etwas, wo wir bei uns in der Branche sehr selten drüber reden. Aber das sind ja auch Informationen, die dann halt auch weitergegeben werden müssen. Genau, Stichwort soziale Kriterien ist natürlich, viele schieben das ja auch ab und sagen so, naja, wir mit Menschenrechten, ne, und wir haben ja hier unsere Gesetze. Haben wir im Griff. Genau, wir haben das alles im Griff. Aber grundsätzlich, gerade in der Eventbranche, muss man ja auch sagen, hat man es vielleicht nicht im Griff, weil, also ich habe früher auch Eventmanagement gemacht und wie viele Stunden, Wochen durchgearbeitet und das ist eben auch so ein Thema Arbeitszeiten. Ne? Und klar, mit Kinderarbeiten haben wir sicherlich kein Problem in Deutschland oder in Europa. Aber in der Lieferkette, wenn wir Thema Merchandise oder eben auch bei der Eventtechnik, wo wird sie denn hergestellt? Wo kommt denn die Ressource her, der Rohstoff, woraus die Technik besteht und die Batterien und das Ganze? Also es ist ja wirklich, man muss diese gesamte Lieferkette ja bis zum Ende denken. Und da kommen dann eben gerade die sozialen Kriterien auch ins Spiel. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil das eine geht ohne dem anderen nicht. Umwelt geht ohne soziales Gefüge nicht und soziales und ökologisches Gefüge geht ohne die Wirtschaftlichkeit letztendlich auch nicht. Ne? Also wir müssen halt versuchen, das alles irgendwie in Einklang zu bringen. Und ich fand das schon ganz interessant mit den ganzen Zertifizierungen. Das ist, glaube ich, auch, gerade bei Locations, weiß man ja auch nicht, welche Zertifizierung ist denn da jetzt wirklich ausschlaggebend. Und wenn wir es da schaffen, irgendwie so eine einheitliche Zertifizierung, sei es die ISO oder ein anderer Standard oder durch die CSRD getrieben, zu schaffen, dann wird das sicherlich einigen auch erleichtern. Oder so ein SAP für Datenmanagement, ne? Wo dann für alle Eventbereiche dann da was dabei ist. Ich war heute ja auch an anderen Podiumsdiskussionen zugeschaut hier. Und da wurde das Thema, also soziale Nachhaltigkeit auch immer wieder thematisiert. Aber ich fand das interessant, weil das war immer so ein bisschen nice to have. Schön, macht man doch wegen seinen Mitarbeitern. Aber wobei wir ja reden, ist ja eine Berichtspflicht, Charity, eine ne? Auskunftspflicht, die dann also auch die Partner in der Kette haben. Das heißt, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir jetzt sagen, dass wir müssen das mal so ein bisschen aus diesem ganzen Freiwilligkeitsebene rausholen und sagen, das ist schon wichtig, dass man auskunftsfähig ist, glaube ich auch. Also Total. in der Wertschöpfungskette, also man holt ja nicht, man muss auch Informationen geben.
Ja, meines Erachtens ist es eben auch nicht nur irgendwo weit weg in der Lieferkette, wo ihr vielleicht oder andere herstellen, sondern bei großen Festivals, die kriegen ihre Crews nicht mehr aus der Umgebung. Ja. Das heißt, die werden deutschlandweit angekarrt. Wo übernachten die? Was haben die? Haben die Mindestlohn? Wie viel arbeiten die durch? Haben wir Schichten? Also mittlerweile haben wir das ja. Als ich angefangen habe, habe ich mir gedacht, wie machen wir das eigentlich in der Eventbranche? Alle haben so Arbeitszeit und so, nur wir nicht. Komisch eigentlich. Ne? Allgemein, das Gesetz galt immer schon für uns. Also Selbstständigen. Ja, genau. So, und Ja, deswegen müssen wir gar nicht so weit gucken. Ja, Sicherheit, ein super Thema. Ne? Also ich glaube, und da eben, was du eben sagst, diese Verpflichtung, das ist uns, glaube ich, aber auch viel nicht klar, also was es bedeutet, also Verpflichtung und eben auch, wo kriege ich die Daten denn eigentlich her, wenn ich jetzt gar nicht direkt verantwortlich bin, sondern ein Supplier und ein Sub und ein Sub und ein Sub. Ja. So, ne? Und dass wir da Ordnung reinkriegen, finde ich, ist auch gut für die Branche. Wir haben auch, glaube ich, das Problem, dass wir sehr selbstausbeuterisch früher immer gearbeitet haben, also zu Billiglöhnen, 48 Stunden durchgearbeitet, ein Lacher und gleich weiter. So, ne? Dass das auch nicht mehr geht, weil manche jetzt ja auch vielleicht eine Zeit lang außerhalb unserer Branche gelebt haben und gemerkt haben, hey, man kann auch nur 8 Stunden arbeiten und kriegt Lohn und so. Ich glaube einfach, dass wir eine große Veränderung haben. Die Kosten explodieren. Und gleichzeitig aber auch zu Recht fordern Mitarbeitende, es geht ja schon bei Lärmschutz los oder an solchen Themen. Ne? So, also insofern sind wir da, glaube ich, eigentlich für die Branche in einem gesunden Prozess. Jetzt müssen wir das aber nur noch auf die Kette kriegen, auch tatsächlich mit Berichtspflicht auf die Reihe zu kriegen. Das hatten wir ja gerade in der Podiumsdiskussion vorher, wo es ja um die Arbeitsrealität in der Branche, im mehr oder weniger jetzt mal unterstellt im eigenen Unternehmen ging, wo ja auch der Konsens war, müssen wir ein bisschen gucken, die zukünftige Generation wird da anspruchsvoller sein. Und für uns als Unternehmen ist es natürlich auch wichtig, diese Standards nicht nur für unsere Mitarbeitenden zu haben, sondern halt auch zu gucken, wie machen es denn unsere Lieferanten? Mhm. Und du hattest eben gesagt, das Finanzielle ist bei denen schon angekommen. Diese CSRD-Berichtspflicht mit den zu berichtenden Daten hat ja genau diesen Stellenrang genau. für die Unternehmen jetzt zukünftig. Ne? Also das, was da drin steht, das ist, glaube ich, nicht verstanden. Soll genauso und wird ja auch geprüft. Ja. Genau. Und für uns ist das eigentlich positiv, weil wir nach den Berichtsstandards ja unsere Lieferkette anschauen müssen, die Wertschöpfungskette lang, die Mitarbeitenden dort drin, und dann schreiben wir den Bericht und da steht alles drin. Ne, dann brauchen wir gar nicht darüber hinaus nochmal, wir haben Zertifizierungen und wir haben Ratings, aber für den Bereich, da stellen wir den Bericht, der wird testiert und den können wir jedes Mal vorlegen, wenn uns jemand danach fragt. Aber grundsätzlich, wäre auch Farah an dich, also die großen Firmen, die unsere Auftraggeber sind, wenn wir jetzt mal von Firmen ausgehen, SAPs und Bayer und BASF und wie heißen. Und die Automobilindustrie. Sind die denn am Ende zufrieden? Also ist das jetzt ein Muss, weil ihr betreut ja auch Porsche und so weiter, weil ich glaube, dass ja auch man auch die Umkehrseite, also erstens brauchen wir mehr Firmen, die Aufträge auch so vergeben, weil bis jetzt höre ich aus der Industrie und von den Eventagenturen, es wird am Anfang verlangt, wenn der Haken drunter ist, ist es allen scheißegal. Sie wollen einfach wenn man einen Haken das Nachhaltigkeitskonzept letztendlich bereitgestellt hat, dann ist der Haken gemacht und dann kann es weitergehen. Dann können alle machen, was sie wollen. Aber es ist ja weder im Sinne des Erfinders, noch ist es ja dann sinnvoll, weil wollen denn Firmen tatsächlich, weil es wäre ja auch logisch, wenn ich ein nachhaltiges Produkt habe, dass ich das mit einem nachhaltigen Event auch zeige. Sehr unlogisch ist, ein nachhaltiges Produkt mit einer Umweltsauerei zu präsentieren, der Welt zu präsentieren. Ist denn das verstanden oder ist das nur, wir müssen es machen? Teils, teils. Ne? Also bei den großen Firmen Porsche, Coca-Cola und so ist es verstanden. Da ist auch, gut, die haben natürlich auch Abteilungen, die sich mit ganz vielen verschiedenen Sachen der Nachhaltigkeit beschäftigen. Jetzt nicht wie ein Mittelständler, der vielleicht einen Nachhaltigkeitsmanager hat. Und die können halt ganz andere Bühnen bedienen und haben dann eben auch ein dezidiertes Nachhaltigkeitsmanagement, vielleicht auch in der Eventabteilung, so wie Porsche, die ja auch schon seit Jahren die ISO 20121 haben oder Coca-Cola meinetwegen, die wir jetzt auch auf den Weg gebracht haben. Und die haben ein ganz anderes Verständnis. Die sind aber vom Mutterkonzern einfach auch schon so durchstrukturiert. Die haben die Systeme im Background
Und das kannst du, glaube ich, nicht mit dem Mittelstand so richtig vergleichen, weil die sich auch daran testen. Aber ich bin komplett bei dir, dass wenn ich auch als Konzern, und das hatten wir in der Vergangenheit, ich hoffe, dass das mit der CSRD sich auch ändert, dass Messestände und Events, da scheiß auf Nachhaltigkeit. Ne? So teilweise ist es jetzt immer, ich weiß, darf man nicht sagen, das Wort, aber grundsätzlich ist es ja so. Und da merkt man schon, dass das kippt. Ne? Und dass das eben auch eine Reputationsauswirkung hat, weil es gibt nichts Schlimmeres als, sage ich mal, ich stelle mich hin, ich bin nachhaltig und auf der anderen Seite kommen dann aber solche Sachen zum Tage. Und die CSRD ist ja letztendlich auch gerade für Transparenz, Offenlegung, Greenwashing, also dass das vermieden wird und Einheitlichkeit irgendwie und Vergleichbarkeit da ist. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. So ein CSRD-Bericht wird ja anschließend öffentlich. Es geht ja darum, dass auch die Kunden, der Markt sehen kann, mit welchen Partnern sie zusammenarbeiten, wie nachhaltig ist denn so ein Unternehmen. Und man kann in Zukunft ja auch vergleichen. Also es gibt im CSRD nicht direkt ein Rating, aber es gibt natürlich ESG-Rating-Systeme. Ich glaube, dass wir irgendwann im CSRD auch in Ratingstrukturen landen werden. Genau. Dass man sagen, wie gut sind die wirklich? Also man hat das ja jetzt schon bei den sag ich mal, börsennotierten Unternehmen, die seit 2017 berichten. Da ist es noch nicht verpflichtet, dass da geprüft wird von Wirtschaftsprüfer. Aber da gibt es halt schon ein Ranking. Und ab diesem Jahr ist es ja also Auditierungspflicht durch den Wirtschaftsprüfer. Und da werden eben solche Sachen nachgehalten. Ne? Also es geht halt nicht mehr, sag ich mal so, früher in der Finanzbuchhaltung hat man immer gesagt, keine Buchung ohne Beleg. Und so ist das eben in der Nachhaltigkeit jetzt auch. Du musst alles nachweisen können und jeden Prozess. Wie ist denn das? Also du musst es nachvollziehen können. Damit der Wirtschaftsprüfer oder wenn du jetzt ein Audit hast für die ISO, die prüfen ja auch alles ganz genau und wollen wissen, so, okay, was ist denn da passiert und warum habt ihr jetzt den genommen und habt ihr wirklich 3 Agenturenangebote euch eingeholt? Ne? Also das wird dann schon geprüft. Und das finde ich jetzt auch einen wichtigen Sprung, den wir gerade zu den Produkten haben, ist, es ist heute nicht mehr möglich, dass man mit einer Pressemitteilung kommuniziert, dass man ein nachhaltiges Produkt hat. Das ist auch rechtlich heute schon nicht mehr möglich, aber in Zukunft wird es noch wichtiger, dass man Belege hat, dass man nachweisen kann, wenn man ein nachhaltiges Produkt hat, was man darunter versteht und dann entsprechend Kennzahlen und Daten liefern kann. Und das ist auch das, was das neue deutsche Vergabegesetz fordert, dass wenn man also soziale Kriterien und Nachhaltigkeitskriterien im Produkt benennt, damit man an einer Ausschreibung teilnehmen darf, so wird es in Zukunft sein, muss man Unterlagen dafür einrechnen. Und das ist ja auch bei Lieferkette ist ja nicht mit Kaffee trinken und Handshaking getan. In Zukunft sind, glaube ich, Dokumentation und Belege das, was wir, glaube ich, in der Branche brauchen. Ja. Und ich finde es auch eine extrem gute Chance, auch für kleine Agenturen oder Dienstleister, einfach dann auch so, wenn sie Daten, also wir sprechen ja nur von Daten, es gibt ja quantitative und qualitative Daten, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und wenn die wirklich dann in ihrer kleinen Agentur einen Prozess aufsetzen, wo sie dann auf einmal das nachvollziehen können. Stimmt, jetzt haben wir so viele Krankheitstage gehabt, kleines Beispiel, ne? Aber so die wenigen Mitarbeiter, das merkt man sich ja nicht. Wenn man es einmal mal festhält und dann schwarz auf weiß hat, weiß man so, okay, ist vielleicht doch nicht so gut die Quote und woran liegt das? Oder warum verlassen mich irgendwie 10 Mitarbeiter im Jahr? Woran liegt das? Und dass man da wirklich dann auch einen Hebel hat, im eigenen Unternehmen besser zu werden, das finde ich halt auch ganz wichtig. Ja. Also man kann ja die Maßstäbe, die man an die großen Hersteller zum Beispiel ansetzt, natürlich nicht für jede kleine Firma runterbrechen. Ne? Das ist schon ganz wichtig. Und klar, oft scheitert es dann an dieser Berichtspflicht, sage ich mal, oder an den Nachweismöglichkeiten, weil man sagt, eine regelmäßige Arbeitsschutzbelehrung, ja, na klar, weisen wir die da drauf hin. Ne? Oder wenn sich bei uns im Unternehmen irgendwie was ändert, dass wir sagen, Mensch, passt auf, der Balkon wird gerade restauriert, der ist gerade nicht dran. Ne? Aber das dann zu dokumentieren, und das ist ja schon ein erster Schritt. Ne? Also da auch von unserer Seite, wenn wir die Lieferkette lang gucken, nicht zu sagen, okay, wer jetzt keinen CSRD-Bericht oder ein EcoVadis-Rating hat, der fliegt bei uns raus, das ist ja kein Weg. Ne? Sondern da muss man ein bisschen in der Kommunikation, im Kontakt bleiben. Und meist kennt man ja die Partner sowieso schon über langjährige Beziehungen. Ne? Ich glaube, das ist auch nochmal so wichtig, oder ist für uns ein wichtiger Punkt, mit denen auch weiter zu reden. Ja, auch Thema Kommunikation und
was sich vielleicht, also was auch mit der neuen Berichterstattung ja auch ganz wichtig ist, ist das Thema Verantwortung. Die Verantwortung liegt halt ganz oben beim Vorstand, beim Aufsichtsrat. Und die Kommunikation kommt halt ins Spiel, dass, also das Thema muss halt oben angesetzt werden. Ne? Es geht nicht, dass es von den Mitarbeitern getragen wird, sondern das Mandat von oben muss getrieben werden. Und, aber auf der anderen Seite müssen die Mitarbeitenden auch sensibilisiert werden. Also was heißt denn das jetzt? Was müssen wir denn? Warum müssen wir das machen? Und was gibt es noch? Also ich meine, wir sind als Nachhaltigkeitsmanager, Berater, wie auch immer, es gibt ja jeden Tag Neuigkeiten. Also man lernt ja nie aus. Man hat ja immer neue Lerneffekte jeden Tag. Ich finde es super spannend. Manchmal bin ich auch total überfordert. Thema EuDR, aber das ist eine andere Sache. Genau, aber das zu kommunizieren und das eben die Mitarbeiter einzubinden und sie auch in den Prozess mit einzubinden. Ne? Wie wichtig ist denen dann zum Beispiel das und das Thema? Ist es wirklich nur CO2? Ist es vielleicht aber auch Thema bei Events die ganzen Lärmemissionen? Ne? Sind das, also wie ist das mit der Artenvielfalt und so weiter? Also wir haben ja ganz viele Nachhaltigkeitsthemen und Aspekte. Veranstaltungen haben ja den Riesenvorteil, sie können halt Wissen transportieren. Ne? Und ja, das auch als soziale Komponente mit den Veranstaltungen, wie jetzt bei den Studien, ist Plant a Seed, Ticket to Ride und Ähnlichen, dazu kommunizieren. Es gibt auch nachhaltige Ansätze für Veranstaltungen oder wie du das machst mit deinem Sustainability Rider. Das ist halt eine große Chance, die Veranstaltungen haben, die auch nutzen sollten. Ja, und ich glaube, genau, wir erreichen halt Millionen von Menschen mit unserer Branche. Ne? Und ich glaube auch, dass das Thema Nachhaltigkeit für uns eigentlich ein totaler Imagegewinn ist. Ne? Also wenn wir sagen, dass mit den Veranstaltungen, also wir werden keine Chance, aber unsere Branche wird definitiv den Bach runtergehen, wenn wir die Veranstaltungen so weitermachen wie bisher. Davon bin ich fest überzeugt. Ja. Die kann man nämlich dann nicht, die braucht man dann nicht mehr ab einem gewissen Punkt. Und sobald wir dahin kommen, nicht nur weniger schlecht zu sein und nicht nur CO2 zu vermindern, sondern tatsächlich auch einen positiven Impact, dazu kann die Kommunikation ein großer Teil dazu beitragen. Aber zum Beispiel, wie viele Veranstalter trauen sich, tatsächlich unseren größten negativen Impact zu besprechen mit dem Publikum, die Anreise der Gäste. Ja, das gehört in der Bewerbung, das gehört in den Ticketkaufprozess rein, dass die Leute den größten Impact erzeugen, indem sie halt mit Autos anreisen, und das Gegenmodell wäre halt mit ÖPNV und den nachhaltigen Möglichkeiten, die man als Veranstalter liefert. Du musst da in einen Austausch und eine Gemeinsamkeit kommen, dass wir dann auch einen positiven Impact mit unserer Branche produzieren können. Also wir können ja auch mehr Biodiversität herstellen, indem wir die Einnahmen entsprechend in die richtige Richtung lenken. Und da sehe ich den größten Imagegewinn für uns, weil wenn die Veranstaltungen gewollt sind, weil durch unsere Veranstaltung positiver Impact, mehr Biodiversität, mehr Solar, mehr Bäume entstehen, ja, dann will man uns haben. Und wenn wir das nicht tun, dann eher nicht. Gerade schon bei praktischen Beispielen gewesen, und das ist ja wieder, CSRD ist ja die Wundertüte, ist ja auch Teil davon, dass das Unternehmen ja auch mittel- und langfristige Strategien zur Erreichung der Klimaziele planen und offenlegen muss. Das heißt, die Unternehmen müssen sich Gedanken machen und Impact von gekauften Produkten ist da. Das heißt, man muss die Kommunikation mit seinem Hersteller suchen und muss für sich als Unternehmen eine Strategie entwickeln. Wird interessant werden. Wir haben ja große Konzertpromotor oder Veranstalter, die CSRD-berichtspflichtig sind. Da kann man ja Teile nicht ausblenden. Man muss die in seiner Mittel- und Langfriststrategie implementieren. Also ich sage mal, Ende Q1 26 wird interessant werden, zu sehen, was so die großen Konzertveranstalter kommunizieren, welche Strategien sie entwickelt haben. Und wir als Hersteller müssen schauen, dass wir uns da ja wiederfinden. Ja, also wir sind ja Teil der Wertschöpfungskette. Ja. Ich glaube, es ist ein interessanter Prozess. Und ich glaube, es haben noch nicht alle von den Zuschauern, Zuhörern verstanden, was dann passiert, wenn Strategien öffentlich werden und man suchen muss, an welcher Stelle steht man in der Wertschöpfungskette. Ja. Und wo ist denn der Teil, den man selber liefern muss, von dem, was die anderen gerade kommuniziert haben? Genau, also da muss ganz viel Aufklärung einfach auch geschehen. Und man kann es ja einfach auch mal runterbrechen. Ne? Wir als EU haben ein Klimaziel. Wir als Deutschland haben ein Klimaziel, das erreicht werden muss. Und diese Ziele werden ja nicht einfach so gesetzt. Und um diese Ziele zu erreichen, werden eben Maßnahmen gemacht. Und da ist eben die CSRD, ich weiß gar nicht, ob es bis jetzt erwähnt worden ist, die Corporate Sustainability Reporting Directive ausgesprochen, ist halt ein ganz wichtiger Hebel, um eben die Unternehmen ins Doing zu bringen, weil ohne Verordnung passiert halt nichts. Ja. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Also
vielleicht mal, das Klimaziel wurde 2015 ins Leben gerufen. 2014 hat Obama irgendwie noch gesagt, so, ja, wir sind die letzte Generation, die das erlebt und die erste, die es erlebt und die letzte, die was gegen machen kann. Und das sind jetzt 10 Jahre und da ist nicht viel passiert, wenn wir ehrlich sind. Ne? Und da muss einfach Beschleunigung rein und das schaffst du halt anscheinend nur mit Verordnungen und mit Sanktionen. Aber das heißt auch, 1.1.25 fangen für viele Berichte sozusagen das Berichtsjahr an. Das heißt, wir dürfen alle davon ausgehen, dass auch gerade die Hersteller viel, viel mehr Anfragen von ihren Kunden bekommen. Was hast du uns verkauft oder was möchtest du verkaufen? Was für ein Footprint hat das? Oder habt ihr Maßnahmen wie Code of Conduct, um soziale Nachhaltigkeit in der Lieferkette zu dokumentieren? Das macht ihr heute auch schon, nicht? Genau, also für den Bereich Treibhausgas, ne, wenn man erstmal den wieder, das Soziale kann man genauso anwenden, aber du sagst es, man muss klare Strategien aufzeigen, wie das Unternehmen seine Klimaziele erreichen möchte, bis zu welchem Zeitpunkt, mit welchen Maßnahmen. Und für uns als Dienstleister ist nun mal ein Hauptteil tatsächlich auch die eingekauften Produkte. Und da werden wir von unseren Herstellern schon wissen müssen, du sagtest gerade, was habt ihr uns da eigentlich verkauft? Ja. Ne? Was kommt da mit an Rucksack? Was geben wir auch unseren Kunden bei der Veranstaltung weiter? Das ist für uns wichtig und natürlich dann auch die sozialen Maßnahmen. Da hatten wir es wieder, die eigenen Mitarbeitenden, die Mitarbeitenden in der Wertschöpfungskette. Und du hattest vorhin nochmal Green Claims Directive angesprochen, also keine Aussage über nachhaltige Ökoprodukte und Ähnliches ohne Beleg. Und auch das für uns wieder ein Vorteil der CSRD, weil wenn wir da einmal solche Sachen aufstellen, ne, oder eine Risikoanalyse über unsere Lieferkette machen, dann können wir sagen, wir haben es gemacht. Ne? Oder wir können sagen, wenn wir einen Plan aufgestellt haben, bis 20x wollen wir unsere Emissionen so und so reduzieren, auch im Scope 3. Und dazu brauchen wir die Daten der Hersteller. Ja. Und ich glaube auch, was nicht so, also vielleicht kriegen wir das ja auch noch mit der geballten Power hier, die hier da so sitzt und Ahnung hat, ne? Also gerade was die ganzen rechtlichen Dinge so angeht, weil ich glaube, auch vielen ist nicht klar, weil du es gerade gesagt hast, ne? Wir haben ein Klimaschutzgesetz. So, 2045 bist du als Firma klimaneutral oder gar nicht mehr im Markt. Das ist einfach vielen nicht klar. Und das sieht in Kassel übrigens, wer aus Kassel kommt, bei dem ist das 2030 so. Und wer aus Bochum kommt, bei dem ist das 2035 so. Und das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht klar. Übrigens gilt das auch für Frankfurt, für Düsseldorf, für Aachen, für Münster. Die müssen 2035 klimaneutral sein, die Firmen, die da arbeiten. Und ich glaube, wir brauchen auch, also weil bis jetzt wurden ja mal alle verschont, weil die Einleitung von dir war ja auch so, von wegen, ja, mal alle denken, nur die Großen müssen. Nee, es müssen alle. Weil entweder du stehst oben bist Auftraggeber, oder du bist Teil der Lieferkette. Ich kenne nichts anderes. Ja? Genau, der Stakeholder, Zuschauer vielleicht noch, aber du bist Teil der Lieferkette. Und du wirst die Daten erheben müssen. So, ne? Und wie wir schon besprochen haben, es sind eben nicht nur die ökologischen Daten. Und mir fehlt da die Einsicht, okay, das sind Fakten, die sind so, wie hier ja auch stehen, das sind die Fakten und an die müssen wir uns halten und dann geht es nur noch darum, wie denn? Und dass wir uns darüber einigen, genau wie du sagtest, mit den Suppliern. Ich finde das wahnsinnig wichtig, im Gespräch zu bleiben und zu sagen, hey, das ist unsere Strategie, wir gehen in die Richtung, wir würden dich gerne mitnehmen. Dazu muss dein Produkt nachhaltig sein, ansonsten wird es schwierig für uns. So, ne? Von mir aus, keine Ahnung, manche sagen ja, sie brauchen ja nur eine Garantie, eine Abnahmegarantie und sie können loslegen. Dann gebt die Abnahmegarantie, ja, für Gaffer in nachhaltig, für Kabel in nachhaltig, so, ne? Weil ich glaube, wir müssen vorankommen, wir müssen die mitnehmen, weil die Kleinen dann auch sagen, ja, was soll ich machen? Ich kann ja erst, wenn der bestellt oder so, ne? Kann man natürlich auch über Unterstützung reden. Wie können wir als Kunde von kleineren Firmen, die auf dem Prozess mitgehen, wie können wir die mit unterstützen? Ja. Weil der Sinn der Sache soll ja nicht sein, dass wir uns jetzt alle neue Lieferanten suchen. Genau. Also unsere Kunden können das gern machen, aber wir wollen ja mit unseren langjährigen Lieferanten weiter die Geschäftsbeziehungen pflegen. Ne? Und da einfach im Dialog zu bleiben und zu sagen, komm, wie kriegen wir es denn gemeinsam hin? Wie könnten wir euch unterstützen? Was braucht ihr von uns? Weil das kann nämlich das auch, ist der Weg. Das versucht bei den Eventagenturen auch immer zu sagen, dass die eine Beratungskompetenz brauchen, um dann wiederum die Auftraggeber auch klar zu machen, warum der Auftrag in Richtung Nachhaltigkeit gehen sollte. Ne? Wie macht ihr das denn? Ihr redet ja auch viel mit Eventagenturen. Und wie schafft man diese Beziehung zu den Auftraggebern, dass das in beide Richtungen
funktioniert. Also wie schaffen wir es auch, die Auftraggeber dazu zu bringen, nachhaltiger zu ticken? Also grundsätzlich über Dialog, Kommunikation, teilweise auch Schulung, je nachdem in welchen Themenbereichen. Aber dass du eben genau entlang dieser Wertschöpfungskette zusammenarbeitest, auch an Projekten. Ne? Wie können wir denn zum Beispiel das und das nachhaltig gestalten? Dass du halt wirklich so diese Power nimmst, um diese Verbesserung auch in deiner Lieferkette durchzudringen und durchzutragen. Weil grundsätzlich die nächste Stufe ist dann ja auch, dass meinetwegen der Wirtschaftsprüfer, der den Bericht von Porsche meinetwegen prüft, dann auch mal irgendwie sukzessive entlang der Lieferkette guckt und da eben auch eine Prüfung macht. Bis jetzt ist es ja immer so die Sorgfaltspflicht, die da abgegeben wird und das Vertrauen gegenüber der Lieferkette. Aber auch da musst du eben wirklich deinen Dienstleister, mit dem du gut zusammengearbeitet hast, einfach an die Hand nehmen, Alternativen bieten und so schauen, okay, wie können wir trotzdem wirtschaftlich sein und wie können wir das anders denken. Also ich finde, Innovation ist in dem gesamten Zusammenhang ein ganz großer Effekt, was auch Spaß macht, wenn man verschiedene, also es müssen ja nicht immer nur die gleichen Leute am Tisch sitzen, sondern wirklich mal so einen Stakeholder-Dialog machen und dann aus verschiedenen Perspektiven interdisziplinär diese Themen einfach zu denken. Und da kommen ganz, ganz interessante Sachen mal raus, ne, wo man einfach so stimmt, also so könnten wir das ja auch machen. Das ist ja total spannend. Und gleichzeitig können wir CO2-Emissionen einsparen, das ist doch noch besser. Ne, also so ein bisschen, dass Spaß auch mit dabei ist und nicht immer nur das ganze Datengerüst. Ja, das ist nachher das Endresultat und der Bericht ist letztendlich das Resultat dessen, was ich die ganzen Jahre mache. Ja. Aber das, was ich ja hier höre, worüber wir sprechen, wir reden ja nicht über Freiwilligkeit. Wir reden ja nicht darüber, dass das nice to have ist, sondern wir reden hier über Business. Dass das Teil unseres Geschäftsbetriebes, wenn es nicht heute schon ist, ab 1.1.25 wird und sich das auch auf alle anderen Teile unserer Wirtschaft überträgt. Man sagt ja mal Transformation dazu. Also die Transformation ist in Gange. Also es ist nicht so, dass sie kommen wird. Ja, genau. Das ist im Gang. Und ich glaube, es ist, wichtig für alle Teilnehmer in dem gesamten Wirtschaftskreis der Eventindustrie zu verstehen, dass die Transformation da ist. Sie bewegt sich und sie wird schneller werden. Also die Verpflichtung ist ja eigentlich der Teil, wo du fertig sein musst mit, wie mache ich das denn? Ja. Ne? Also, Genau. Dann musst du liefern. Genau, es ist Zeit zum Liefern. Das heißt eigentlich, jetzt ist Zeit zu lernen und schnell das auf die Reihe zu kriegen. Also das heißt erstmal für mich immer um die Annahme der Verantwortung und zu verstehen, welche Daten man liefern muss, um sie dann halt auch liefern zu können und mit seiner Lieferkette ins Gespräch zu kommen, sie mitzunehmen, um dann eben gegenüber seinem Kunden dann wieder liefern zu können, weil die Lieferkette geht ja nochmal durch. Sie hört ja nicht bei einem auf oder so. Und die kann lang sein. Das Erstellen dieses CSRD-Berichts ist ja auch nicht das Ende der Kette, denn aktuelle Studien besagen, dass 60% der Banken heute schon von ihren Kunden erwarten, dass sie ihren Impact darstellen können. Ja. Und die deutschen Banken prognostizieren, dass innerhalb von 2 Jahren es notwendig ist, um überhaupt Investitionskredite in Firmenkapital, in Firmenmaschinen zu bekommen, dass man das nachweist. Das heißt, es ist ein essentieller Bestandteil der Unternehmensfinanzierung mittlerweile. Absolut. Und das kommt auch eher bei den Leuten an. Also ich glaube, die Banken sind da noch nicht rigide genug. Aber es deutet sich ja an und ich merke bei meinen Kunden, dass sie darüber reden, gerade bei Locations und so. Ja. Ne? Also insofern kommt der Teil, glaube ich, am ehesten an, weil man weiß, okay, meine Prozente werden auch besser, wenn ich mich entsprechend ausrichte. Aber es ist ja auch verständlich aus der reinen Logik, weil wenn eine Firma in einem Risikobereich unterwegs ist, der höher ist, weil sie keine Ahnung von Nachhaltigkeit haben, warum sollte ich denen einen vernünftigen Kredit geben? Es ergibt ja tatsächlich keinen Sinn. Und das ist ja das Top-Thema, dass die Banken- und Versicherungsindustrie natürlich den Klimawandel als Risiko längst identifiziert hat und sagt, wir müssen alles dafür tun, dass unser Geschäftsrisiko minimiert wird. Und wir wollen sehen, wie stark es reduziert wird. Und das ist der CSRD-Bericht am Ende. Ja. Das ist ein Indikator zu zeigen, an welcher Stelle befindet sich dieses Unternehmen während der Transformation. Ja. Kleinstes Beispiel oder einfaches Beispiel, was vielleicht auch fürs Publikum einleuchtend oder sag ich mal praktikabel ist, ist, dass in Brandenburg durch das Grundwasser oder durch den Grundwasserspiegel wurde halt ein Bauprojekt gestoppt.
weil nicht genügend Grundwasser dort ist. Ne? Und das haben wir halt in Deutschland schon, wenn wir die Klimarisiken nehmen. Sag ich mal hier in Niedersachsen, nicht hier, sondern nebenan in Niedersachsen, da ist zum Beispiel das Grundwasservorkommen ist gut, weil es da regelmäßig Niederschläge gibt, aber ein Bundesland weiter halt nicht. Und da werden halt Sonneprojekte einfach gestoppt. Das wird, oder für die privaten Haushalte gibt es Begrenzungen. Wie viel Liter Wasser darf dann im Monat ab nächstem Jahr pro 4-Mann-Haushalt verwendet werden? Und das sind halt natürlich Sachen, ne, egal ob Verordnung oder nicht. Aber das ist halt spürbar. Und da, glaube ich, wachen dann die Menschen auch auf und sagen aber auch das ist ja im CSRD-Bericht Teil, dass du das Risiko dein Geschäftsrisiko, dass du das Klima beeindruckst, dass du das offenlegen musst. Du musst das erkennen, bewerten und offenlegen. Das heißt, und du musst das eben auch anderen zugänglich eine Analyse machen. Genau. Ne? Das musst du beim LKSG, musst du auch eine Risikoanalyse, nicht wegen Klimarisiken, aber teilweise auch wegen Klimarisiken, hauptsächlich dann wegen menschenrechtlichen Risiken. Aber genau, Klimarisiken musst du halt analysieren und das eben auch in Deutschland, wo alle sagen, naja, haben wir ja kein Problem. Doch, haben wir schon. Ne? Auch merkt man ja auch mit den Überschwemmungen, Starkregen und so weiter. Da muss ich auch sagen, wir haben bis jetzt echt Schwein gehabt. Ne? Also wenn man sieht, was um uns herum passiert, das hätte ja auch hier Land. Sagt das nicht zu den Menschen im Ahrtal? Es gibt schon, mal abgesehen davon. Regional Leute, die stark betroffen sind. Absolut, haben wir schon, aber nur im Verhältnis, was hätte noch alles passieren können, ne? Sind wir eigentlich noch eher im Glückbereich, wo man sich dann auch fragt, wenn wir das sehen, was um uns herum passiert, ne? Dass wir nicht mehr auf die Idee kommen, uns selbst und unser Business zu schützen, weil was ich daran so schwierig finde nachzuvollziehen ist, wenn wir wissen, dass mit dem, wie wir aktuell Veranstaltungen machen, dass wir uns selbst abschaffen, ja, das ist ziemlich gaga. So, ne? Das heißt, wenn wir weniger Umweltbelastung machen, können wir länger Veranstaltungen machen. Ja? Das müsste doch langsam mal verstanden werden. So. Aber die Banken haben das schon verstanden. Ja, die Banken haben gesagt, die uns Risiko bringen, wollen wir nicht. Das ist das, Absolut. Was die Banken machen. Die Versicherungen sagen, sie steigen aus. Sie sagen auch, ich habe mich mit denen unterhalten und die sagen, das Business ist relativ überschaubar, was Events angeht. Und sie werden sofort aussteigen, also gar nicht so wahnsinnig viel nachregulieren mit teurer machen und so. Sie werden relativ schnell aussteigen. Und das heißt, wer macht denn dann noch Olympia? Wir reden dann nämlich nicht vom kleinen Stadtfest nebenan, was eingeht, sondern wir reden von den großen versicherten Veranstaltungen. Das sind Olympia, das ist Fußball, das ist Formel 1, das ist das, weswegen alle vorm Fernseher sitzen. Mhm. Ja, und das ist gerade in einem hohen Risikofaktor ausgesetzt, wenn wir die CO2-Emissionen nicht runterkriegen. Und wir sind nun mal ein Teil, ich glaube, war glaube ich nur in England gemessen, ne? Aber unsere Branche hat einen Anteil von 10%, wenn mich jetzt keiner dagegen spricht, behaupte ich das jetzt mal. Also grob 10%, zumindest in England, sind unsere Emissionen schuld an dem, was gerade damit passiert. Und diese Verantwortung sollten wir annehmen und auch das Möglichste tun, damit wir noch möglichst lange Veranstaltungen machen können. Zum Beispiel Open-Air-Veranstaltungen. Ja, also Open Air sind ja auch Veranstaltungen mit erhöhtem Risiko mittlerweile. Ja. Das haben wir wegen der Fußball-EM gesehen. Ja. Da musste die eine oder andere Fanmeile ja leider abgesagt werden. Oder das Spiel unterbrochen. Genau, oder das Spiel unterbrochen. Also man sieht, das ist sichtbar. Öffentliche Plätze ohne Beschattung gelten als gefährliche Orte. Das muss man sich mal klar machen. Also jedes Festival. So. Wir brauchen neue Beschattungssysteme auch da. Wir brauchen eine Klimaanpassung, was auch Sicherheit angeht. Ne? In Australien ist eine Hüpfburg mit Kindern drauf in die Luft geflogen, weil sie nicht stärker abgesichert wurde. Das heißt, wir müssen auch darüber nachdenken, dass wir unsere Sachen verstärken. Also wie wir früher eine Hüpfburg festgemacht haben, das gilt heute meines Erachtens nicht mehr. Ja? Da muss der eine oder andere Pflock mehr eingeschlagen werden, damit sowas nicht passiert. Wir haben mittlerweile in Kiel einen kleinen Hurrikan da gehabt, so eine extreme Windböe. Ja? Das sind Dinge, die kommen. Ja, also das heißt, wir müssen auch da nicht nur dafür sorgen, dass wir CO2 einsparen, sondern auch tatsächlich eine Klimaanpassung annehmen und Veränderungen, Transformationen annehmen für unsere Veranstaltungen, um sie auch sicher zu machen. Ja, und ich glaube, da ist also auch am Ende ja die Hersteller gefordert, um wieder auf unser Thema mal zurückzukommen. Denn das kann ich als Hersteller sagen, 80% des CO2-Fußabdrucks eines Produktes entscheiden sich in der Designphase des Produktes. Das heißt, wenn wir bei uns in der Veranstaltungsbranche haben wir viele Produkte sehr, sehr lange Lebensdauer. Da ist das so, dass der Betrieb den größten Impact von so einem Produkt verursacht.
ist das so, dass die Designphase von so einem Produkt, Energieeffizienz, ein Kerntreiber ist, der über den Lebenszyklus entscheidet, wie hoch der Input des Produktes ist. Und ich glaube, das ist das wichtig. Also früher wurde immer über Product Carbon Footprint, das ist ja eine statische Aufnahme gesprochen. Heute sind wir über Lebenszyklus, also wirklich, was einen Impact hat das während der Nutzung in die Sachen. Und das ist auch wieder, um zurückzukommen, unser Thema, in der neuen Transformationsvergabeordnung ja vorgesehen, dass man also nicht sagt, wie hoch der Footprint eines Produktes ist, sondern die Emission der Input während der gesamten Nutzungsdauer des Lebenszyklus. Ja. Und das ist, glaube ich, für viele Hersteller bei uns neu, dass sie sich mit solchen Gedanken auseinandersetzen müssen. Also nicht nur, was habe ich gebaut, sondern wie wird auch mein Produkt betrieben, dass man dafür Daten zur Verfügung stellt. Denn wenn man in Zukunft diese Daten nicht mehr zur Verfügung stellen kann für sein Produkt, dann wird man an öffentlichen Projekten nicht mehr teilhaben dürfen. Das ist das, was uns Ende nächsten Jahres ins Haus steht. Und ich glaube, es sind viele Hersteller aufgefordert, sich intensiv mit dem Thema zu befassen. Und wir freuen uns, und ihr freut euch, glaube ich, alle, Datenverfügbarkeit. Also die Sachen zugänglich zu machen, auch für Veranstaltungsstätten, Daten schneller und einfacher zugänglich zu machen, weil wir merken, die Kette ist eine Datenkette in Wirklichkeit. Ja, absolut. Und wie du schon sagst, es wird ja dann teilweise eben entscheiden, ne? Also, ob ich die Vergabe nun bekomme oder nicht oder mitmachen darf, hängt dann von meiner Datenlage ab. Ja? Und das ist ja schon spannend und auch richtig und auch wir brauchen die Daten ja eben auch, um uns selbst zu verbessern, wie du ja auch sagtest. Ne? Also wenn ich nicht weiß, also deswegen frage ich mich, ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt im Raum fragen würde, wer kennt seinen CO2-Footprint und wer misst oder macht seine Scope-Berechnung, das sind ja meistens nicht allzu viele. Ne? Und wir sind also weit davon entfernt, unsere Daten zu kennen. Und das muss sich halt wirklich ändern, zumal das ja auch nicht so teuer ist. Ich habe immer so die so sage ich mal, das, was wir alle machen müssen, glaube ich. Ich meine, es gibt ja welche, die machen dann so wie ihr, EMAS, ne? Ich weiß nicht, was ihr habt. Ihr ISO? Habt ihr auch EMAS? Wir haben die 2 ISO-Zertifizierungen. Ja. Das sind ja alles die Hochstandards. Gibt aber auch kleinere Firmen, die sich da nicht rantrauen, die Ressourcen nicht haben, die Gelder nicht haben. Aber was alle brauchen, ist ihre Scope 1, 2, 3 Berechnung und eventuell so eine Berichtspflicht wie DNK oder sowas, dass man halt die Daten wirklich zur Verfügung stellen kann und die Nutzer, die Kunden, Supplier auch vergleichen können. Ne? Wir brauchen diese Daten. Ja, ich finde in dem Zusammenhang aber auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Was bedeutet das denn für mich, Daten? Also ist das auf meiner Abrechnung, welche Position ist das? Ne? Das ist ja teilweise schon die Überforderung. Wie nehme ich denn die Daten auf? Ja. Also da diese Anleitung, wirklich diese Guidance, auch von, wenn ihr berichtspflichtig seid ihr ja den kleineren Lieferanten viel weiter voraus und dann wirklich zu sagen, das sind die Daten, die wir brauchen. Ja. Wenn ihr die noch nicht habt, können wir die erstmal schätzen, weil es gibt ja Schätzdaten zu verschiedenen CO2-Positionen und man kann sie auch aus der finanziellen Seite heraus ableiten. Aber das Ziel sollte es ja sein, die Verbrauchsdaten zu bekommen. Und die müssen halt definiert werden. Und das ist für viele ist immer so, ja, CO2-Fußabdruck, alles klar. Und jetzt? Ja. Also wirklich das Wie, das ist ganz entscheidend, diese Tools. So, jetzt darf ich den klassischen Satz sagen, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich freue mich, dass ihr heute hier wart. Ich glaube, man kann zusammenfassen, die Veranstaltungsbranche ist Teil von Europa, auch Teil der europäischen Gesetzgebung. Die Transformation wird nicht starten. Sie nimmt Geschwindigkeit auf, sie ist heute schon da. Und kleine Hersteller müssen sich genauso drum kümmern wie große. Und ich sage immer, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich sehe ja immer Business-Potenzial in Transformation. Ich glaube, das muss der eine oder andere auch mal durchdenken, was für Chancen Ihnen das bietet. Und ich freue mich, dass ihr heute hier gewesen seid.